Sekunde. Okay, doch nicht. Du hast das Problem, dass deine Produktaufnahmen nicht die Qualität deines Produktes widerspiegeln oder einem Kunden nicht zeigen, wie hochwertig das Produkt ist. Du möchtest möglichst einfach und schnell professionelle Produktvideos und Produktfotos erstellen, ohne vorher ein komplettes Studium abschließen zu müssen. Dann werden dir diese 3 Tipps für Produktvideos und Produktfotografie dabei helfen, deine Produktaufnahmen konkurrenzfähig zu machen. Vielleicht fragt dich sogar der eine oder andere aus Neid, wie du diese Aufnahmen so gut hinbekommen hast. Und du darfst gespannt sein, am Ende dieses Videos werde ich dir sogar noch einen kleinen Extra-Tipp mitgeben. Daher lass uns direkt zur Sache kommen. Ladies and Gentlemen, willkommen bei Product Shot Mastery. Okay, kommen wir direkt zum ersten Tipp, der den gewaltigsten Unterschied für professionelle Aufnahmen von Produkten macht. Produkte sollten mit einer möglichst großen Flächenleuchte beleuchtet werden. Wenn man sich mal einen sehr typischen Aufbau für Produktvideos oder Produktfotografie anschaut, dann ist die Kamera auf das Produkt gerichtet und das Hauptlicht steht im 45-Grad-Winkel dazu. Dabei kommt es auf das Produkt an, ob es auf der linken oder rechten Seite der Kamera steht. Das zweite Licht steht meistens 90 bis 120 Grad auf der gegenüberliegenden Seite. Und eine große Flächenleuchte ist der einfachste und schnellste Weg, ein Produkt im Bild für den Zuschauer nahbarer oder spürbarer zu machen. Man kann sich als Kunde das Produkt einfach wesentlich besser vorstellen. Denn Beleuchtung in Videos oder Fotos für Produkte funktionieren nicht ganz so, dass du das Produkt selber anstrahlst, sondern, und hier verrate ich dir ein kleines Geheimnis, Produktaufnahmen werden beleuchtet, indem sich die Umgebung in dem Produkt selber reflektiert. Man muss also so ein bisschen umdenken. Und eine große Flächenleuchte funktioniert deshalb so gut, weil du damit dem Produkt eine große und gleichmäßige Reflexion gibst. Grundlegend gibt es eigentlich nur 3 Formen von Licht. Es gibt das Punktlicht oder Strahler, bei dem das Licht von einer sehr kleinen Fläche ausstrahlt, also fast von einem Punkt aus. Dann gibt es noch besondere Formen von Licht, wie Leuchtröhren oder Ringlicht oder andere Formen. Und es gibt eben die Flächenleuchte, wo das Licht über eine größere Fläche ausgestrahlt wird. Und eben diese Flächenleuchte benutzt man für Produktaufnahmen in 90% der Fälle. Und eigentlich gibt es auch nur 3 Arten von Flächenleuchten. Die klassische Variante sind Softboxen, wo eine Art weißer Schirm fest vor ein Leuchtmittel gespannt wird. Einen sehr ähnlichen Effekt haben auch die LED-Panels. Die zweite Variante sind Reflektoren oder der sogenannte Bounce. Hier strahlt man ein Licht zum Beispiel gegen eine große weiße Styroporplatte, um eine große leuchtende Fläche zu erzeugen. Die letzte Variante sind Diffusoren oder Frostfolien. Hier leuchtest du nicht gegen eine Fläche, sondern durch eine milchige Folie oder einen Stoff hindurch. Und tatsächlich sind am besten Diffusoren für Produktvideos geeignet, weil sie gleich 2 Vorteile haben. Zum einen ist es flexibler als zum Beispiel Softboxen, denn Softboxen leuchten überall auf dem weißen Schirm gleichmäßig. Mit einem Diffusor kannst du aber zum Beispiel auch interessante Lichtverläufe erzeugen oder prinzipiell noch mit dem Licht gestalten. Und mit einem Diffusor kommst du auch sehr nah an das Produkt heran, was mit einem Bounce oder mit einem Reflektor nicht ganz so einfach ist. Eine gute Orientierung ist, dass die Flächenleuchte so groß wie möglich und so nah wie möglich am Produkt sein sollte, ohne dabei selbst im Bild zu sein. Wenn du noch nach guten Diffusoren suchst, dann habe ich dir in die Videobeschreibung noch die verlinkt, die ich verwende und auch Frostfolien, die ich dir sehr empfehlen kann. Und dann kannst du einfach und wirklich kostengünstig einen gewaltigen Unterschied in deinen Produktvideos oder in deiner Produktfotografie machen. Wenn du dieses Video noch nicht geliked hast, dann drück mal ganz schnell den Knopf da unten mit dem Daumen nach oben. Kommen wir nun zum zweiten Tipp. Versuche mindestens 2 Bewegungen miteinander zu kombinieren. Grundsätzlich gibt es nur wenige Arten von Bewegungen zum Produktvideo erstellen. Es gibt die Bewegung der Kamera im Raum, die Rotation einer Kamera, also wohin sie gerichtet ist, dann noch die Bewegung und Rotation des Produktes und der Zoom. Und warum genau soll man jetzt am besten mindestens 2 Bewegungen miteinander verbinden? Bewegung hilft einem Zuschauer dabei, sich ein Produkt besser vorstellen zu können. Das ist auch der Grund, weshalb Produktvideos viel besser funktionieren als Produktfotografie. Und eine Bewegung ist schon gut, aber 2 kombinierte Bewegungen machen das Bild auf einmal deutlich aufregender. Am besten zeige ich das mal anhand eines Beispiels. Wenn wir zum Beispiel nur eine einfache Bewegung der Kamera haben, dann wirkt das Bild nicht sehr dynamisch. Aber sobald wir diese Kamerafahrt mit einer Rotation verbinden, bleibt der Fokus des Zuschauers eher auf dem Produkt und die Bewegung wird viel interessanter. Genauso wie wenn sich nur das Produkt dreht, im Vergleich dazu, wenn sich das Produkt dreht und gleichzeitig die Kamera auch noch bewegt. Das wirklich Interessante ist, dass es eigentlich
völlig egal ist, welche Bewegungen du miteinander kombinierst. Es gibt bestimmte Klassiker wie Kamerabewegung und Produktrotation oder Kamerabewegung und Kamerarotation. Und dabei kann die Kamerabewegung sowohl horizontal als auch vertikal sein. Aber du kannst durchaus auch ungewöhnliche Bewegungen miteinander kombinieren, wie Produktrotation, Kamerarotation und Zoom. Prinzipiell kann man sagen, dass mindestens 2 Bewegungen ein Produktvideo bzw. Produktaufnahmen komplexer, natürlicher und aufregender machen. Gute Möglichkeiten, um unterschiedliche Bewegungen in einem Video zu erzeugen, sind Slider, elektrische Drehteller, aber auch mit einem Kamerastativ kannst du sehr interessante Kamerabewegungen hinbekommen. Ich habe dir mal ein paar Beispiele in die Videobeschreibung gepackt. Und jetzt kannst du einfach mit komplexen Bewegungen atemberaubende Kamerafahrten machen. Wenn dir bereits die ersten beiden Tipps gefallen haben und du keine weiteren Tipps verpassen möchtest, dann kannst du ja ganz einfach den roten Abo-Button da unten einmal drücken. Der nächste Tipp hilft dir dabei, einen typischen Anfängerfehler zu vermeiden. Aber keine Angst, jetzt wo du es erfährst, werden deine Produktaufnahmen auf einem komplett anderen Level sein. Im Gegensatz zu modernen Porträtaufnahmen sollte die Blende so eng wie möglich sein. Die Blende ist einfach gesagt das Loch in einem Objektiv, mit dem du bestimmen kannst, wie viel Licht in der Kamera ankommen soll. Und je offener die Blende ist, desto mehr Licht kommt auf den Sensor deiner Kamera und im Umkehrschluss, wenn die Blende sehr eng ist, kommt nur wenig Licht an. Und jetzt fragst du dich vermutlich, warum soll denn unbedingt weniger Licht in die Kamera? Der Grund ist, dass die Blende noch etwas anderes bewirkt, nämlich die sogenannte Tiefenschärfe. Das ist der Bereich in der Tiefe eines Bildes, der scharf ist. Und je offener eine Blende ist, desto geringer ist die Tiefenschärfe. Also ist der Schärfebereich in der Tiefe sehr gering und alles, was davor und danach ist sehr unscharf oder sogar verschwommen. Und eine enge Blende sorgt eben dafür, dass der Schärfebereich deutlich größer ist. Aber in vielen Bereichen im Film und in der Fotografie ist es eigentlich sogar erwünscht, eine sehr geringe Tiefenschärfe zu haben, weil es sehr schön aussehen kann, wenn der Vorder- und Hintergrund so verschwommen ist. Aber das Ziel bei Produktaufnahmen ist es, das Produkt zu zeigen. Wäre dann zum Beispiel der Fokus nur vorne auf dem Produkt und alles dahinter unscharf, dann würde es dem Zuschauer schwerer fallen, sich das Produkt vorstellen zu können. Und ein Produkt muss in Produktvideos oder in der Produktfotografie nachvollziehbar oder fast schon spürbar sein. Als Orientierung solltest du versuchen, mindestens eine Blende von 8 zu haben. Die Blendenstufen werden in Zahlen angegeben. Vielleicht hast du auf deiner Kamera schon mal eine Zahl neben einem kleinen f gesehen, also f2,8 oder f5,6. Das ist die Blende, also die Blendenstufe. Hier bedeutet eine sehr geringe f-Zahl eine sehr offene Blende und eine sehr hohe f-Zahl eine sehr geschlossene, enge Blende. Und wenn du eben hier mindestens eine f8 siehst, dann bekommst du bereits die meisten Produkte komplett scharf. Jetzt geht es nur noch darum, das Lichtproblem zu lösen. Denn eine enge Blende bedeutet, dass weniger Licht in der Kamera ankommt. Und die Wahrheit ist ziemlich offensichtlich und einfach, denn du benutzt einfach mehr Licht. Damit ist aber nicht gemeint, dass du mehr Lampen brauchst. Im Gegenteil, die meisten Lichtsetups, die wir verwenden, bestehen eigentlich nur aus 2 Lampen. Damit kannst du schon so unglaublich viele und interessante Aufnahmen machen. Das Geheimnis ist, dass du von Anfang an sehr leistungsstarke Lampen kaufst. Also wie immer, Klasse statt Masse. Ich persönlich nutze schon seit Jahren die Godox. Wie heißen die nochmal genau? Godox SL60W. Die sind besonders für ihren Preis unschlagbar und für Produktaufnahmen einfach super. Ich packe dir mal den Link dazu in die Videobeschreibung, wenn du noch nach einem guten und preiswerten Licht für Produktvideos suchst. Ich sehe gerade, dass generell die Film- und Fotoausrüstung in der Beschreibung super Filmequipment für Anfänger ist, also fast schon so ein Starterpaket. Damit kannst du dann direkt loslegen, wenn du mit Produktvideos oder Produktfotografie anfangen möchtest. Nur für die Aufnahmen in Zeitlupe ab 120 Bildern die Sekunde reichen die kleinen Godox leider nicht mehr ganz aus. Daher werde ich in Zukunft noch die leistungsstärkeren Godox SL150W dazu holen. Bevor du gleich den Extra-Tipp erfährst, schreib mal ganz kurz in die Kommentare, welcher der 3 Tipps dir weitergeholfen hat. Einfach 1, 2 oder 3. Okay, als Dankeschön, dass du so weit geschaut hast, gebe ich dir jetzt zum Schluss noch den Extra-Tipp. Und vermutlich wird es den einen oder anderen von euch erschüttern. Wenn du großartige Produktvideos erstellen möchtest, die auch erfolgreich sind und funktionieren, dann behalte stets Folgendes im Kopf. In Produktvideos ist der Held das Produkt
und nicht irgendwelche fancy Kameratricks. Versuche lieber simple und einfache Aufnahmen zu erstellen, damit der Zuschauer seinen Fokus immer auf dem Produkt behält. Daher am besten keinen komischen B-Roll-Blödsinn. Das sieht auf YouTube vielleicht mega fancy aus, aber in der Praxis performen diese einfach nicht so gut wie ganz einfache Produktvideos. Sorry, Daniel Schiffer und so. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann weiß ich, dass dir auch diese beiden Videos gefallen werden. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin tschüss, bye bye und ciao.